Heute sprechen wir über den digitalen TestDAF, also die neue computergestützte Version des bekannten Sprachtests für Studieninteressierte in Deutschland. Wenn du planst, in Deutschland zu studieren und dafür einen Sprachnachweis brauchst, dann ist dieser Test sehr wahrscheinlich für dich relevant. Ich erkläre dir heute, was genau der TestDAF ist, wie er aufgebaut ist, wie du dich am besten vorbereiten kannst und worauf du während der Prüfung achten solltest. Der TestDAF richtet sich an fortgeschrittene DeutschlernerInnen und Lerner, also an diejenigen, die sich auf dem Sprachniveau B2 bis C1 befinden. Um an einer deutschen Hochschule studieren zu dürfen, brauchst du in der Regel das Sprachniveau C1. Und genau darauf ist der TestDAF ausgelegt. Wer also ein gutes Ergebnis im Test erreicht, hat den sprachlichen Nachweis für die meisten deutschen Universitäten schon in der Tasche. Den papierbasierten TestDAF gibt es schon länger, also seit 2001 ungefähr. Seit 2023 gibt es auch den digitalen TestDAF. Je nach Prüfungstermin und Prüfungsort kann man entweder die eine Version oder eben die andere ablegen. Der digitale TestDAF ersetzt nicht einfach die alte Version, sondern wurde grundlegend überarbeitet, um den Anforderungen an ein modernes, digitales Prüfungssystem gerecht zu werden. In mancher Hinsicht ist die digitale Version schwieriger. Aber wenn du dich darauf vorbereitest, wirst du auch gleichzeitig besser auf das Studium vorbereitet. Die erhöhte Schwierigkeit und Vergleichbarkeit mit dem Studium liegt daran, dass der digitale TestDAF das digitale Format ausnutzt, so dass man eben die Fertigkeiten bzw. Kompetenzen mehr mischen und kompliziertere Aufgaben lösen muss. Beim Hören muss man beispielsweise auch etwas lesen. Beim Schreiben wird man auch etwas lesen und beim Sprechen muss man bei einer Aufgabe lesen und bei einer Aufgabe hören. Der digitale TestDAF wird ausschließlich am Computer durchgeführt und zwar in zertifizierten Testzentren und nicht zu Hause. Das bedeutet, du schreibst ihn digital, also du musst gut tippen können, aber unter Aufsicht. Der digitale TestDAF besteht aus 4 Teilen: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Jeder Teil testet deine Fähigkeit, mit Sprache in einem akademischen Kontext umgehen zu können. Fangen wir mit dem Leseverstehen an. Das Lesen dauert ungefähr 55 Minuten und umfasst 7 Texte. Dabei wirst du Forschungs- und Projektberichte, Kommentare, beschreibende und argumentative Texte sowie Kurzberichte lesen und verstehen müssen. Dazu musst du 34 Items oder Aufgaben bearbeiten. Beim TestDAF heißen die Aufgaben übrigens Items. Du musst Multiple Choice und Zuordnungs-Items bearbeiten, Lückentexte ergänzen, Textteile ordnen und inhaltliche Fehler in einer Zusammenfassung markieren. Bei diesem Test geht es nicht nur darum, Wörter zu verstehen, sondern auch darum, Texte schnell und gezielt zu analysieren. Jetzt kommen wir zum Hörverstehen. Dafür wirst du ungefähr 40 Minuten brauchen. Im Hörverstehen hörst du Gespräche, Diskussionen, Vorlesungen und Vorträge und musst dazu Fragen beantworten. Insgesamt gibt es 7 Audios mit 30 Items dazu. Du musst teilweise Kurzantworten notieren, Multiple-Choice-Items bearbeiten und
Fehler in einem Text markieren. Was viele nicht wissen, du kannst die Audios jeweils nur einmal anhören. Das macht diesen Teil besonders anspruchsvoll. Hier ist also aktives Zuhören und schnelles Notieren gefragt. Danach kommt das Schreiben. Dabei musst du 2 Texte schreiben. Zum einen einen Beitrag auf einer imaginären Lernplattform zu einem vorgegebenen Thema schreiben und zum anderen eine Grafik und einen Text lesen und daraufhin die Quellen zusammenfassen. Der schriftliche Ausdruck fordert dich dazu auf, 2 zusammenhängende Texte in circa einer Stunde zu schreiben. Bei der ersten Aufgabe musst du einen strukturierten Text mit Argumentation schreiben. Bei der zweiten Aufgabe musst du einen Lesetext und eine Grafik verarbeiten und im Hinblick auf eine vorgegebene Fragestellung zusammenfassen. Es geht darum, deine Argumentationsfähigkeit und deinen schriftlichen Stil im akademischen Kontext zu zeigen. Und dann gibt es noch den mündlichen Ausdruck. Dieser Prüfungsteil dauert ungefähr 35 Minuten. Dieser Teil ist ebenfalls digital. Das bedeutet, du sprichst nicht mit einer echten Person, sondern nimmst deine Antworten über ein Mikrofon auf. Du bekommst 7 Aufgaben, bei denen du Kritik äußern, Vorschläge machen oder dich an die Hochschulverwaltung wenden musst. Alle 7 Aufgaben sollen die unterschiedlichen hochschulspezifischen Situationen abbilden. Bei der Bewertung bekommt man pro Kompetenzbereich Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen eine TestDaF-Niveaustufe. TDN 3, TDN 4 oder TDN 5. Dabei ist TDN 5 die beste, also das beste Ergebnis. Für die meisten Studiengänge an den meisten deutschen Hochschulen braucht man einfach jeweils TDN 4 oder TDN 5 in jedem Kompetenzbereich, also in allen 4 Bereichen. Das heißt, TDN 4 reicht vollkommen aus. Du solltest dich aber im Vorfeld informieren, da manche Studiengänge strenger oder sogar entspannter sind. Zur Vorbereitung auf den digitalen TestDaF solltest du dich mit dem Prüfungsformat vertraut machen. Es gibt offizielle Modelltests auf der Webseite des TestDaF-Instituts, die dir einen realistischen Eindruck vom Ablauf geben. Die Aufgabentypen sind immer ungefähr gleich. Du solltest also im Voraus diese Aufgabentypen sehr gut kennenlernen. Falls du Fragen dazu hast, könnte ich auch dazu ein Video machen oder zu einem bestimmten Aufgabentyp. Sage mir einfach in den Kommentaren Bescheid, was du brauchst. Auch das Zeitmanagement spielt eine große Rolle, denn du musst alle Items innerhalb eines festen Zeitrahmens erledigen. Besonders beim Schreiben und Sprechen lohnt es sich, viel zu üben. Mit Beispielaufgaben oder mit einer Lehrerin. Alle Infos zum Unterricht mit mir findest du wie immer unten in der Infobox. Ein weiterer wichtiger Punkt. Der Test wird nur an festen Terminen angeboten und du musst dich rechtzeitig anmelden. Online über die Webseite des TestDaF-Instituts. Wenn du noch Fragen zum Test hast oder wissen willst, wie du dich optimal auf einen bestimmten Prüfungsteil vorbereitest, schreib es mir in die Kommentare. Ich mache gern ein Video dazu. Was du aber auf jeden Fall beim TestDaF verstehen musst, sind Grafiken. Hier kommst du zu meiner Playlist zum Thema Grafiken. Das wirst du auf jeden Fall brauchen.
Also, bis dann. Ciao.